Hallo, ich bin die Andrea von 10 Talente und ich zeige dir in diesem Video, wie du diesen Schmetterling knüpfen kannst. Das Tutorial ist für Fortgeschrittene. Du musst die Rippenknoten, also die doppelten Halbschläge, nach allen Richtungen gut können und auch die Halbschlagsketten. Einen 20 cm Faden quer einspannen, einen 40 cm Faden mittig draufknoten mit einem rückwärts doppelten Anker. Ein rückwärts doppelter Anker hat hier einen Querfaden. Jetzt nimmst du einen 20 cm Faden als Fühlerfaden. Der wird hinter diesen Faden gelegt, mittig nach oben festgesteckt. Und jetzt machst du einen zweiten Knoten oben herum mit beiden ersten Fäden. Gut festziehen. Und jetzt geht dieser Faden, dieser Anknotfaden um die Ecke und der 40 cm Faden macht einen Halbschlag nach außen, geht wieder unten durch und macht einen nach innen. Auf der anderen Seite das gleiche. Der lange Faden geht unten durch, macht einen Halbschlag nach außen, das heißt, er legt eine Schlinge, geht unten durch und jetzt hältst du diesen kurzen straff und ziehst an, gehst wieder unten durch, legst eine Schlinge, sozusagen einen Swimmingpool, gehst rein in diesen Pool, einmal und noch einmal. Die langen Fäden sollen jetzt nach innen zeigen, denn wir fädeln jetzt eine Perle auf die gekreuzten Fäden. Wenn du nicht mit beiden Fäden durchkommst, hilft eine Wachskugel. Das habe ich in vielen anderen Videos schon erklärt. Du holst diese 20 cm Fadenenden herunter. Die gehen über diese anderen beiden. Ein Halbschlag nach außen, noch ein Halbschlag nach außen um diesen 20 cm Faden. Auf der anderen Seite geht der auch drüber. Und der lange macht einen Halbschlag nach außen und noch einen nach außen. Wieder richtig hinlegen. So. Jetzt machen wir die Flügel. 2 20 cm Fäden. Einer bekommt am Ende einen Sicherungsknoten, ganz am Ende.
Steck den fest. Und nehme den zweiten 20 cm Faden, leg den unten drunter mit kurzem Ende, das wird sowieso abgeschnitten, und knote den vertikal an. Das heißt, ich lege eine Schlinge, gehe rein, ziehe die unter meinen Daumen, lege eine Schlinge, gehe rein, ziehe die unter meinen Daumen. Jetzt erst loslassen und den Knoten nach oben schieben. Und zwar ganz nach oben. Jetzt lege ich diesen angeknoteten Faden zum anderen dazu, sodass ich 2 Leitfäden habe. Der angeknotete Faden schaut nach oben. Und jetzt knote ich 5 40 cm Fäden mit doppeltem Anker auf diese beiden Leitfäden mittig. Ich lege die Schlinge unten drunter und ziehe die beiden Fadenenden durch. Dann mache ich mit jedem Fadenende nochmal eine Schlinge oben herum. Mittig. Eins, 2, 3, 4, 5. Klemmer wegmachen. Meine Fäden ganz nach oben zum Knoten ziehen. Jetzt stecke ich diesen Flügelfaden ganz dicht an, also dieses Flügelteil ganz dicht an meinen Kopf. Mein Kopf hat 4 Fäden und ich lege jetzt einen Fühlerfaden, also einen Leitfaden oben drüber und nehme jetzt den Kopfleitfaden und knote jetzt den einen Fühlerleitfaden an diesen Kopf. Einen nach innen, dann unten durch, einen nach außen, einen nach innen, wieder unten durch und einen nach außen. Den Knotfaden von diesem Kopf hole ich unten durch und nehme jetzt den anderen Leitfaden, der aus dem Flügel kommt, und knote diesen Knotfaden vom Kopf auf diesen Flügelleitfaden. 1, 2. So. Hier sind jetzt meine mittleren 4. Und das hier ist der zweite Leitfaden. Den lege ich jetzt unter diesen Knotfaden hier. Und ich mache jetzt auf diesen Faden eine lange Linie. Das heißt, alle, die hier oben runterkommen, werden
mit doppeltem Halbschlag auf diesen Faden geknotet. Dann lege ich diesen Flügel erstmal weg und mache den anderen Flügel spiegelbildlich. Meinen 20 cm Faden sichere ich mit einem einfachen Knoten ganz am Ende. Ich knote den zweiten 20 cm Faden oben drauf. Schiebe den ganz hoch. Leg den dazu und knote meine anderen 40 cm Fäden über beide Fäden mit doppeltem Anker. Ein doppelter Anker sieht genauso aus wie 2 Rippenknoten. Ich ziehe nochmal an beiden Fäden und stecke den Flügel dicht an den Kopf. So, diesen Knotfaden vom Kopf lege ich jetzt nochmal weg. Dann kannst du das nachher noch besser sehen. Ich nehme jetzt einen Leitfaden vom Flügel. Der Kopfleitfaden geht oben drüber und ich knote diesen Flügelleitfaden nach innen, unten drunter durch, nach außen, nach innen, nach außen. Der zweite Flügelleitfaden, ich habe jetzt hier eine Lücke. Wenn ich jetzt diesen gleich draufknoten würde, hätte ich hier eine Lücke. Deswegen nehme ich diesen Knotfaden von hier oben, stecke den unten durch und knote den auf den zweiten Flügelleitfaden. 1, 2. Und jetzt habe ich hier die beiden mittleren. Der hier geht über den Flügelleitfaden und ich knote einen doppelten Halbschlag. 1, 2. Jetzt habe ich hier diese beiden kurzen Leitfäden in der Mitte vom Kopf, die knote ich jetzt zusammen, rechts über links. Diese 4 mittleren mache ich jetzt zusammen, die verwende ich erst später wieder. Jetzt nehme ich diesen äußersten Faden als Leitfaden über alle anderen und mache eine Reihe doppelte Halbschläge oder Rippenknoten. Der Leitfaden legt sich immer oben drüber. Der nächste Faden macht eine Schlinge, einen Swimmingpool
immer zweimal, erst dann ist der Knoten fest. Also ein Rippenknoten besteht immer aus 2 Halbschlägen. Deswegen heißt es auch doppelter Halbschlag. Ich ziehe meinen Faden immer so leicht über diese vorige Reihe. Dann rutschen meine Reihen schön zusammen und ich habe keine Lücke zwischen den beiden Reihen. Dieser Leitfaden wird jetzt wieder auf diesen Faden geknotet. Hier soll eine lange Reihe entstehen. So, das heißt, alle Fäden, die von hier oben kommen, werden hier drauf geknotet. Jetzt mache ich eine Reihe mit kleinen Säulen und knote meine Fäden immer paarweise zusammen. Das geht so: der äußerste legt sich über den zweitäußersten. Das ist der Leitfaden. Ich mache einen und einen zweiten Halbschlag. Diese beiden lege ich weg. Die nächsten beiden. Der äußerste legt sich über den zweiten, wird stramm gehalten, ein doppelter Halbschlag weglegen und so weiter. Der äußerste über den zweiten, das machst du insgesamt 5 Mal. So, ich nehme wieder diesen Leitfaden, der von der Mitte kommt. Der erste Faden, also der Leitfaden von dieser kleinen Säule, wird drauf geknotet. Und dann der Knotfaden von der Säule auch drauf geknotet. Den ersten lege ich erstmal weg, den äußersten. Und ich nehme jetzt diesen Faden, der Leitfaden der kleinen Säule war, der zeigt sowieso schon in die Richtung und wird jetzt Leitfaden nach rechts. Und ich knote jetzt der Reihenfolge nach immer den Knotfaden von der Säule drauf, den Leitfaden, den Knotfaden, den Leitfaden, Knotfaden und Leitfaden. Hier sieht es jetzt nicht ganz so schön aus, da habe ich ein bisschen übereinander geknotet. Dann mache ich einfach so. So, dieser Faden
wird jetzt wieder hier drauf geknotet. Du siehst jetzt hier eine Lücke, deswegen mache ich jetzt die Nadeln raus, damit ich schön fest anziehen kann. Jetzt mache ich wieder eine Reihe mit kleinen Säulen, und zwar 3 Stück, und dann nehme ich diesen obersten Faden, den ich vorhin weggelassen habe, und lege den wieder Richtung Mitte über den nächsten und mache wieder genau das gleiche wie in der vorigen Abteilung. Jetzt habe ich hier einen Faden übrig, den knote ich jetzt wieder an diesen Faden, der von der Mitte kommt. Jetzt lasse ich diesen Faden wieder weg. Der Säulenleitfaden von ganz außen wird Leitfaden. Und ich knote zuerst den Knotfaden von der Säule drauf, dann den Leitfaden von der Säule, dann den nächsten Knotfaden, den Leitfaden, und ich knote jetzt wieder diesen Leitfaden auf diese Mittelrippe. Diese 4 Fäden, diese oberen 4 Fäden, lege ich jetzt weg. Die werden nicht mehr gebraucht. Jetzt kommt die zweite Seite. Diese Fäden lege ich auch weg, dass ihr besser sehen könnt, was ich mache. Also, der äußerste wird Leitfaden. Ich lege den in die Mitte und mache eine Reihe doppelte Halbschläge oben drauf. Swimmingpool. Genau wie auf der anderen Seite, bloß geht mein Swimmingpool jetzt nach links. Mein Leitfaden zeigt nach links, wird nach links immer stramm gehalten. Mein Knoten rutscht an diesem Leitfaden herunter, wie an einer Rutschbahn. Hier kommt jetzt die Mittelrippe. Dieser Leitfaden geht oben drüber und der von hier kommt, geht unten drunter, legt eine Schlinge nach oben und noch eine. So, jetzt kommen die paarweisen kleinen Säulen. Der äußerste geht immer über den nächsten oben drüber und ich lege einen Swimmingpool nach links.
weglegen. Der Säulenleitfaden knotet auf die Mittelrippe, das heißt, die Mittelrippe wird oben drüber gelegt. Ich lege einen Swimmingpool, noch einen. Dann kommt der Knotfaden dieser kleinen Säule. Den äußersten lege ich erstmal weg. Der aus der Säule herauskommt als Leitfaden, bleibt Leitfaden, wird über alle anderen gelegt und ich knote der Reihenfolge nach immer den Knotfaden, der nach rechts zeigt, dann den Leitfaden, der nach links zeigt, auf diesen Leitfaden. 1, 2. So, jetzt nehme ich wieder diesen äußersten und mache wieder eine Reihe kleine Säulen. Weglegen. Ein Faden ist jetzt übrig, der wird direkt auf diese Mittelrippe geknotet. Diesen Faden lege ich weg. Der aus der äußersten Säule kommt, wird Leitfaden und über alle anderen gelegt. Und ich knote wieder der Reihenfolge nach den Knotfaden von der Säule, den Leitfaden von der Säule, den Knotfaden von der Säule und den Leitfaden. Und ich schließe diesen Flügel. Wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht, dann abonniere am besten meinen Kanal, dann verpasst du die Fortsetzung nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.